In diesem Video möchte ich euch gerne mitnehmen von unserem Airbnb aus zum Plage Port Galice, nämlich einem wunderschönen kleinen Strand hier in Juan-les-Pins, Antibes, in der Nähe vom Hafen. Und es ist ein richtig schöner Weg dorthin, nämlich an der Küste entlang. Und ihr seht gleich auch diesen Eichhörnchenpark, der ja nicht Eichhörnchenpark heißt, sondern Garten der Pinien, Jardin de la Pinette. Und da sind wir nämlich gleich. Also wir sind relativ nah an diesem Garten gelegen, an diesem Park. Ihr seht hier so ein paar Geschäftsstraßen mit Restaurants, was ich mega cool finde. Unter unserem Airbnb ist eine Crêperie und ein super cooles Café, wo es Waffeln gibt, Bagels belegte, Salate und all sowas. Ich lieb's total. Also es ist alles so nah und so schön gelegen. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen auf den Weg zum Strand, wo wir auch gerne mal den Tag verbringen. Ihr seht da schon die Sonne, sie scheint wundervoll hell, ich liebe es. Und diese Palmenallee habe ich auch schon des Öfteren gepostet bei mir auf Instagram. Meine Frage an dich, wenn ich solche Walking-Videos mache, magst du es, wenn Musik unterlegt ist? Oder soll die Musik lieber komplett weggelassen werden und dass man nur den Originalton hört? Den Originalton der Menschen, der Straße. Hier seht ihr übrigens die Boule-Spieler, die spielen hier jeden Morgen Boule. Ich finde das so geil. Und hier beginnt auch schon dieser Pinienpark. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wie ich es schon mal beim vorherigen Video gemacht habe, dass ich die Musik ganz leise unterlege. Also dass man so eine leichte atmosphärische Musik hat, aber trotzdem noch genug von der Umgebung hört. Weil das ist etwas, was ich auch persönlich selber sehr gerne mag auf YouTube, wenn man diesen Originalsound, dieses Authentische in einem Video hört, aber auch trotzdem so ein bisschen Musik das Ganze unterstützt. Da würde ich mich echt freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback hinterlasst, was euch besser gefällt. Ich kann natürlich auch solche Walking-Videos komplett ungesprochenerweise posten, ohne Musik, einfach nur dieser Originalsound. Aber ich dachte mir, ich ergreife hier mal einfach die Möglichkeit, auch ein bisschen was zu diesem Ort zu erzählen. Ihr seht hier in diesem wunderschönen Park auch so ein bisschen Freizeitmöglichkeiten für Kinder, was ich echt schön finde, weil das sieht man zum Beispiel in Deutschland nicht so häufig, zumindest da, wo ich herkomme. Und das finde ich echt schön und ich liebe dieses Grün, ich liebe die Pinien. Und hier sieht man halt ganz oft diese süßen Eichhörnchen, von denen ich schon mal sprach.
Ein Teil des Strandes, und das werdet ihr gleich wahrscheinlich sehen, ist so ein bisschen abgesperrt, weil da alles neu aufgeschüttet wird. Wahrscheinlich wird der Strand auch vergrößert. Das sind halt so Sachen, die im Winter schon hier und da an der Côte d'Azur stattfinden können, weil die Städte kümmern sich. Die Städte kümmern sich um die Strände, um die Städte. Es wird gebaut, es wird verschönert. Ich sag mal so, die Steuergelder werden schon sinnvoll eingesetzt. Und hier seht ihr zum Beispiel, wie alles abgesperrt ist und der Strand aber auch weiter hinten komplett nochmal nach aufgeschüttet wird. Verzeiht mir, wenn ich nicht den richtigen Terminus finde. Aber damit es halt im Sommer richtig schön und breit wird und man viel Platz hat. Ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich das am allerersten Tag gesehen habe, als ich hier angekommen bin, habe ich gedacht, oh nee, jetzt haben wir hier nicht direkt quasi vor dem Airbnb einen Strand, sondern müssen mal gucken, wo gibt es denn hier überhaupt zugängliche Strände. Und dieser Abschnitt ist eigentlich nur voll klein, der so abgesperrt ist und der so ein bisschen bebaut oder neu aufgeschüttet wird. Denn ich zeige euch gleich einen richtig schönen Strand und es gibt auch noch einen anderen, der quasi rechts von dieser Bebauung ist, also von dieser Stranderneuerung, von diesem Abschnitt. Da gehen wir jetzt heute nicht hin, aber ich zeige euch einen anderen richtig schön und diesen kleinen Coastal Walk hier, der dorthin führt. Das heißt, am Anfang habe ich so gedacht, oh nee, wie blöd. Und dann dachte ich mir so, ey, ist doch gar nicht schlimm, weil es gibt links und rechts trotzdem noch echt schöne, frei zugängliche Strandabschnitte, wo gar nichts erneuert, renoviert, whatever wird. Und da gehen wir jetzt hin. Och, ich liebe diesen Weg, ich liebe diese Mauern, es ist einfach so was total anderes. Es ist nicht einfach nur so ein komplett gerader Strand, sondern hier gibt es überall so kleine Ecken, wo man sich hinsetzen kann, wo man dem Wasser lauschen kann, wie du das vielleicht hören wirst. Und das ist einfach so viel wert für mich. Da finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn der Strand direkt quasi vor meinem Airbnb gerade erneuert wird, weil ich finde es auch schön. Ich finde es auch schön, wenn ich dann vielleicht im Sommer wiederkomme, dass da ein komplett neuer, schöner Strand ist, der vielleicht noch ein bisschen länger ist, ein bisschen mehr Platz bietet. Warum nicht? So. Und ich muss sagen, dieses Video habe ich an einem der heißesten Tage in der letzten Woche gedreht. Oh, ich liebe diese Gebäude, es ist so schön. Und es war, ich glaube, 16 Grad oder so, aber es hat sich angefühlt wie 20. Also klar, wenn man hier so ein bisschen entlang geht, dann kommt vielleicht mal ein kleiner Wind. Aber wenn man sich dann irgendwo an die Mauer setzt oder wie du gleich sehen wirst, an den Strand, also es sind so viele Franzosen auch geschwommen und ins Wasser gegangen. Ich finde das so genial und also ich habe mich auch gesonnt, das war so geil, es war so schön warm. So einen warmen Februar habe ich noch nicht erlebt. Naja, ich war auch die meiste Zeit in Deutschland im Februar, deswegen ist das nicht ganz so schwer. Und jetzt gleich sind wir schon am Plage Port Galice angekommen. Er heißt so, weil hier der Hafen anliegt von Juan-les-Pins, ein kleiner süßer Hafen. Und hier siehst du, wie die Leute genießen. Es ist so Hammer. So warm war es an dem Tag, so genial. Und jetzt im Anschluss zeige ich dir nochmal einen kleinen Einblick, wie es dort am Strand zu späterer Stunde aussah.